Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcraft. So, mal ein panzerlastiges Video. Wer sich von der letzten Woche schon erholt hat, also ich meine, die von euch, denen das Blut schon aus den Ohren gelaufen ist, weil dieses Nashorn-Video vom Alex, beziehungsweise der Textwire vom Alex so lang war, denen hoffentlich geht es wieder besser. Nein, Spaß beiseite, das war natürlich sehr ausführlich und ich muss tatsächlich sagen, das Feedback war wirklich, wirklich gut. Also ganz, ganz viele haben geschrieben, meine Güte, was für ein gutes Video, so detailliert, so tief recherchiert, so gute Fakten. Und das gebe ich natürlich so weiter an den Alex, der das natürlich alles zusammengeschrieben hat in tagelanger, wochenlanger, monatelanger Arbeit. Und ich, wie gesagt, lese es ja nur vor. Also das ist natürlich sein Verdienst. Aber da wir ja im Gesamten als große Einheit funktionieren, ist es natürlich wieder ein Verdienst des Kanals. Aber trotzdem finde ich, dass man die Autoren auch immer mal herausheben muss, weil die ja wirklich die Arbeit damit haben. Genau, deswegen haben wir uns gedacht, den nächsten Sonntag machen wir wieder was Panzerlastiges, aber mehr so die Geschichte mal wieder. Und jetzt die für euch, die sich noch erinnern können an unsere Tagebuchreihe von Johann Huber im Panzerturm. Da ging es ja um die Rückzugskämpfe Ostpreußen, ne? Also Litauen, Ostpreußen und so weiter und immer weiter zurück. Kann man ja nochmal nachhören. Und aus dieser ganzen Geschichte haben wir Kontakte hergestellt, das habe ich ja schon mal erzählt, zu ehemaligen Leuten, nein, zu Männern, die Kontakt hatten zu den ehemaligen Soldaten der 7. Panzerdivision. Und da gibt es dann auch entsprechendes Material und Verbandszeitschriften und all sowas. Und da haben wir einen ganz großen Teil bekommen. Und ich habe gesagt, wir werten das nach und nach aus. Und wir haben uns jetzt aus diesem ganzen Wust an Informationen einen Kampfbericht herausgesucht. Und zwar geht das um Memel und 1944 Oktober, also die große russische Offensive, die da oben stattfand. Oktober 1944 kriegt man im Panzerturm auch ein bisschen mehr von mit. Und es ging eigentlich darum, dass die Heeresgruppe Nord eingeschlossen werden sollte durch die russischen Stoßarmeen. Und das alles spielte sich Memel, also Litauen, das heutige Klaipėda, wer es denn weiß, spielt sich alles da oben in der Ecke ab und wie verzweifelt dieses Aufbäumen der kämpfenden Truppe war. Und da haben wir jetzt mal diesen Teil rausgenommen, also ja, hat schon viel von im Panzerturm, aber trotzdem nochmal aus einer anderen Sicht geschildert und fand ich wirklich erwähnenswert oder vortragenswert, wenn man das so sagen darf. Und aus diesem ganzen Kampfberichten der 7. Panzerdivision werden wir immer mal wieder ein Video machen, also einen Text nehmen und reinwerfen und ich hoffe, dass euch das dann auch gefällt. Wir haben versucht, an Fotomaterial das zu nehmen, was vorhanden ist und was es gibt. Das ist natürlich nicht immer hundertprozentig. Also es passt nicht immer hundertprozentig, aber ich hoffe, dass wir doch so den Eindruck vermitteln, dass man das Gehörte mit dem Gesehenen verbinden kann und wir euch da auf die richtige Spur bringen. Wieder lange Anmoderation. Ich habe mir jetzt aber angewöhnt, dass ich das Intro halt in diese Unterabschnitte einteile und die Leute, die immer genervt sind davon, dass ich so viel erzähle, die müssen das dann einfach skippen. Also wenn ich das mal vergesse, erinnert mich dran, das kann ich im Nachhinein auch noch einpflegen. Aber ich möchte ja nicht, dass ihr eure Lebenszeit verschwendet, indem ihr meinem Gesabbel hier lauschen müsst. Aber wenn ihr schon mal da seid, ist ja auch immer, wenn ich die Videos hier mache, so ein bisschen Spiegel meiner Seele. Ihr habt ja alle gehört und ihr wisst ja, ich bin aktiver Soldat und so weiter, Zeitenwende, Bundeswehr, kriegstüchtig werden. Wir müssen alle jetzt umrüsten, aufrüsten, besser werden und so weiter und so fort. Alles richtig. Alles richtig, machen wir alles. Wie gesagt, ich bin schon seit 32 Jahren bei dem Haufen und ich habe schon viele, viele Reformen erlebt. Ich denke mal, jetzt wird es aber wirklich kritisch und das soll auch auf einem guten Weg sein. Was mich aber wirklich ärgert, und ich will da keine Namen nennen, aber ich bin ja auch viel auf YouTube unterwegs und gucke mir dies und das an. Es gibt ja mittlerweile so viel selbsternannte Experten, die sich hinsetzen, Mikrofon und Kamera kann jeder, kann ja auch ich, und ein Blödsinn erzählen, ob das über den Krieg in der Ukraine ist, über Putin ist, über die Rüstzustände der Bundeswehr, über Geheiminformationen von irgendwoher. Ey Leute, also glaubt echt nicht alles, was die da erzählen, weil also das kann jeder Bleppo sich hinsetzen, die Presseberichte durchlesen und daraus ein Video machen und sagen, oh Gott, jetzt werden wir alle vom Russen erschlagen. Also ganz ehrlich, da appelliere ich an den gesunden Menschenverstand. Das gibt da wirklich ganz, ganz wenige Leute, die echt einen Plan haben, wovon sie reden. Den kann man mal zuhören und der ganze Rest, den könnt ihr in der Pfeife rauchen. Also wirklich.
schlimm. Das ist ja nicht nur mit dem Ukraine-Krieg und der Bundeswehr, sondern im politischen Lager ist das ja genauso. Also das gibt ja keinen Tag, wo nicht irgendein neuer vermeintlicher Influencer, YouTuber aus dem Boden schießt und plötzlich über irgendwelche politischen Sachen berichtet, die aus irgendeiner Talkshow rausgeschnitten wurden. Also so einen Schwachsinn habe ich noch lange nicht gesehen. Aber gut, vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Ich wollte noch mal im Ärger Luft machen. Schaut euch wirklich nur das an, was Hand und Fuß hat. Der Rest ist alles Blödsinn. Puh, ja, muss auch mal raus. Gut, jetzt haben wir die 5 Minuten geknackt. Wie gesagt, jetzt geht es mit der 7. Panzerdivision hoch nach Litauen. Ehemalig Klaipėda Memel, da oben Angriff Stoßarmee der Russen und Oktober 44. Und genug erzählt, los geht's. Am 5. Oktober 1944 begann der sowjetische Großangriff der 1. und 2. Baltischen Front in Kurland Richtung Ostsee. Es ist das Ziel der sowjetischen Heerführung, die Heeresgruppe Nord mit diesem Angriff nach Tilsit und Memel endgültig einzuschließen. Allein zwischen Auts und Korzenniai stehen den deutschen Truppen auf einer Breite von 50 Kilometern 19 Schützendivisionen, 3 Panzerkorps und ein Artilleriekorps gegenüber. Die 7. Panzerdivision ist eingesetzt, den Hauptstoß des Feindes im Raum westlich der Venta bei Korzenniai entgegenzutreten. Es gelingt der 5. Garde Panzerarmee in 5 Tagen bis an den Stadtrand von Memel vorzudringen und in einem Zuge die sogenannte Ostpreußen-Schutzstellung fast ohne deutsche Verteidigung zu überwinden. Schon am ersten Tag der russischen Offensive kommt es zu heftigen Kämpfen mit den sowjetischen Panzerspitzen bei Dirvo-Niai, am 6. Oktober bei Upyne und am 7. Oktober bei Luoke. In Luoke werden Teile der Division vom Feinde eingeschlossen und können nur unter großen Verlusten nach Westen aus dem Einschließungsring ausbrechen, um der Vernichtung zu entgehen. Da im ausgedehnten Waldgelände die schwachen deutschen Kräfte der Kurlandfront den Angreifern nur wenig Widerstand leisten können, strömen die feindlichen Divisionen rechts und links an der 7. Panzerdivision vorbei und erreichen schon am 8. Oktober südlich Memel das Kurische Haff und am 9. Oktober nördlich Memel die Ostsee. Es herrscht ein unbeschreibliches Chaos auf den Rückzugsstraßen. Die sowjetische 5. Garde Panzerarmee versucht, die Stadt mit dem wichtigen Hafen, in der zunächst nur einige Marineeinheiten anwesend sind, schon am nächsten Tag im Handstreich zu nehmen. Die sogenannte Ostpreußen-Schutzstellung, die noch gar nicht besetzt ist, wird von den Russen zum großen Teil fast kampflos überwunden. Es gelingt aber dem 28. Armeekorps, trotz des heillosen Durcheinanders unter den sich nach Memel zurückziehenden Truppenteilen und Stäben, im letzten Augenblick noch eine HKL im Vorfeld der Stadt aufzubauen. Es kommt ein Führerbefehl. Memel ist zur Festung erklärt. Alle vor dem scharf nachdrängenden Feind nach Memel zurückgegangenen Fronttruppenteile werden zusammengefasst und zur Besetzung der dünnen Frontlinie eingesetzt. Der größte Feinddruck liegt wieder bei der 7. Panzerdivision. Über die Ereignisse in vorderster Linie im Brückenkopf Memel zwischen dem 10. bis 14. Oktober berichten nachfolgend unsere Kameraden Willi Hegen und Willi Friele, beide ehemalige Soldaten des Panzerregimentes 25. Am 10. Oktober 1944 ist die Abwehr im Brückenkopf leidlich so organisiert, dass die 7. Panzerdivision den aus Osten unvermindert angreifenden Feind bei Dinweten, wo er mehrere Einbrüche erzielte, mit einem Gegenstoß abfangen kann. Alle Panzerfahrzeuge, die sich auf Memel zurückziehen konnten, wurden bunt zusammengewürfelt, in Kampfgruppen zusammengefasst. Das Panzerregiment Rothenburg besaß noch 7 einsatzfähige Panzer, die gemeinsam mit Panthern der Panzergrenadierdivision Großdeutschland und einer SS-Panzerdivision die Angriffe des Feindes allerdings mit erheblichen Koordinationsproblemen während der Einsätze abwehrten. Teilweise wurden vom Panzerregiment 25 in Erkenntnis der drohenden Gefahr fremde Fahrzeuge, die in Memeler Werkstätten vorgefunden wurden, von unserer Kampfstaffel einfach übernommen. Ein schwerer, mehrstündiger Luftangriff auf die Stadt Memel mit rund 160 Bombern in den frühen Morgenstunden dieses Tages ließ zudem erkennen,
dass der Feind die Stadt im Handstreich zu nehmen beabsichtigte. Seine Angriffe wurden tagsüber auch durch starke Schlachtfliegerangriffe unterstützt, die auch unseren Panzern schwer zu schaffen machten. Ein besonders bedrohlicher Einbruch entwickelte sich an der Naht zwischen der Panzergrenadierdivision Großdeutschland und der 7. Panzerdivision, der nur zum Teil bereinigt werden konnte. Am Abend dieses 10. Oktober 1944 wurden 36 vernichtete Feindpanzer und 29 abgeschossene russische Flugzeuge gemeldet. Allerdings, das darf nicht verschwiegen werden, bestanden in den letzten Tagen erhebliche Hemmnisse in unserer höheren Führung, die beinahe in dieser für den späteren Brückenkopf Memel entscheidenden Phase ins Auge gegangen wären, während vor Ort von der kämpfenden Truppe nicht Übermenschliches geleistet worden wäre. Vor dem 10.10.44 hatte sich nämlich eine längere Auseinandersetzung um die Frage der Unterstellung der 3. Panzerarmee, zu der die 7. Panzerdivision gehörte, zwischen der Heeresgruppe Nord und Mitte abgespielt. Zeitweilig gingen beim Oberkommando der Armee von beiden Seiten Befehle ein. Der Oberbefehlshaber der 3. Panzerarmee erhielt am 9. Oktober, als der Feind seinen Gefechtsstand bedrohte, Befehl von der Heeresgruppe Nord, diesen nach Memel zu verlegen. Erst am Vormittag des 10. Oktober konnte er sich mit seinem Chef des Stabes auf dem Luftwege aus dem landseitig bereits eingeschlossenen Memel nach dem schon vorbereiteten neuen Gefechtsstand Heinrichswalde begeben, wohin er ursprünglich von Prökols aus unmittelbar hätte verlegen wollen. So wurde die Führung der Armee gerade in dem Augenblick von oben her erschwert, als in ihrem Bereich der Gegner auf deutsches Reichsgebiet vorstieß. Das Verhältnis zwischen Schörner einerseits und den führenden Persönlichkeiten des Panzerarmee-Oberkommandos 3 andererseits wich erheblich von den Normen ab. Schörner misstraute dem Oberkommando der 3. Panzerarmee und ließ dessen Tätigkeit bespitzeln. Dies blieb nicht unbemerkt und so bildete sich gegenseitiges Misstrauen. Durch die vielen technischen Ausfälle, durch Treibstoffmangel und nicht zuletzt durch die sich durch den unaufhaltsam nach dem Durchbruch der russischen Stoßarmee am 5. Oktober 1944 oft rapide ändernde Feindlage war das Panzerregiment 25, hier die 2. Abteilung, in viele Einzelgruppen, sogar in einzelnen auf sich allein angewiesene Panzerfahrzeuge und Nachschubeinheiten auseinandergerissen, die sich auf und entlang der Rollbahn von Plunge über Kotting nach Memel zurückzogen, stets von den Russen hart bedrängt. Der Feind will Memel im Handstreich erobern. So erreichen wir, einen defekten Panzer im Schlepp, am Morgen des 10. Oktober die Stadt Memel. Gott sei Dank wurde der wenig erfahrene Feldwebel Knaute bereits am 8.10.44 von Leutnant Müller als Kommandant und Kompanieführer abgelöst. Während eines schweren Bombenangriffes auf die Stadt wurde der uns angehängte Schadpanzer ins Marinearsenal am Hafen geschleppt und der Werkstatt übergeben. Wir haben schnell aufgetankt und munitioniert. Mit Infanterie-Kampfmitteln hochbeladen fuhren wir mit einem 2. Panzer IV noch während des Bombenangriffes auf Memel durch die noch brennenden Straßen der Stadt. Im Abschnitt Löllen-Klausmühlen Dien-Weten sollten wir dem aus südlicher Richtung angreifenden Feinde gemeinsam mit Teilen der Panzeraufklärungsabteilung 7 das Eindringen in die Stadt verwehren. Während sich Leutnant Müller mit dem Führer der Infanterie-Kampfgruppe absprach, luden wir die für die Infanterie mitgebrachten Kampfmittel vom Panzer ab und schauten nochmals durch das Rohr unserer Kanone. Schnell wollten wir es nochmal reinigen, was aber Leutnant Müller, der in diesem Moment von seiner Besprechung zurückkam, mit der Bemerkung, wenn wir nicht gleich losfahren, bleiben die Schützen in Deckung liegen, zurückwies. Unser Hinweis, dass wir dann eben nur mit dem MG schießen könnten, beantwortete Leutnant Müller damit, dass das eben nicht zu ändern wäre. Panzermarsch! Wir fuhren um die uns gegen Feind sich deckende Hausecke und vor uns in etwa 400 Meter Entfernung stand ein dunkler T-34-85, sich deutlich vom weißen Ostpreußen abzeichnend. Er schoss auf unseren 2. Kompaniepanzer. Trotz aller Vorsätze und Hemmungen wegen der großen Gefahr eines Rohrkrepierers durch die Verunreinigung des Rohres
feuerten wir sofort eine Panzergranate auf ihn. Er brannte auf der Stelle. Im Panzer gab es einen überlauten Knall und ein Feuerschwaden aus dem sich öffnenden Verschluss versenkte das Gesicht und Haare von Leutnant Müller. Unser Angriff hatte Erfolg. Nach Erreichen des Angriffsziels bezogen wir an einem Straßendamm, vermutlich bei Gut Grünheide, eine Sicherungsstellung. In dieser Sicherungsstellung, in der wir mehrmals Infanterievorstöße der Russen abwehrten, wurden wir durch 2 Ju-87 angegriffen und aus geringer Höhe beschossen. Die Geschossbahnen der Maschinenwaffen liefen auf uns zu. Keiner glaubte, dass uns die eigenen Flieger nicht treffen würden. Es war ein besonderes Glück, dass die Geschossbahnen neben unserem Panzer vorbeiliefen. Leutnant Müller und Asian warfen gleichzeitig die orange-roten Erkennungsrauchzeichen. Trotzdem erfolgte ein zweiter Angriff der Stukas. Dem später zu unserer Kampfgruppe gestoßenen Panther wurde eine Bombe so nahe hinter das Heck geworfen, dass er umzukippen drohte. Danach flogen sie zu unserer Beruhigung in Richtung Westen davon. Im Laufe des Nachmittags konnten wir erkennen, wie etwa 12 bis 15 Feindpanzer und Sturmgeschütze in ein etwa 4 Kilometer entferntes Wäldchen fuhren und sich zum Angriff bereitstellten. Leider führte unsere über Funk geäußerte Bitte um Artillerieunterstützung oder einen Stuka-Angriff zu keinem Ergebnis. So wussten wir, was auf uns zukam und erwarteten den Angriff der zahlenmäßig überlegenen Russenpanzer, der dann auch in der Dämmerung erfolgte. Geschickt das von Buschreihen und Baumgruppen durchzogene, unübersichtliche Gelände ausnutzend, kamen sie heran. Schneeberger Jakob konnte sie als erster auf 400 Meter erkennen. In den wenigen Augenblicken, in denen sie uns ein Ziel boten, konnten wir 2 Feindpanzer herausschießen. Dann aber kam sie, durch eine langgestreckte Mauer und den Gutshof gedeckt in unsere Flanke. Leutnant Müller gab sofort eine Warnung und den Befehl zum Stellungswechsel über Funk durch, den der vermutlich im Funkschatten stehende Panther nicht aufnahm. Er ging durch einen seitlichen Treffer im Turm mit seiner gesamten Besatzung verloren. Der Einbruch der Dunkelheit beendete diesen Angriff. Die Russenpanzer beschossen uns weiterhin aus dem Gutshof. Dies besonders dann, wenn, wie zu unserem Leidwesen nur allzu oft, die Marineflak langbrennende Leuchtgranaten übers Gefechtsfeld schoss. Unsere über Funk geäußerte Bitte, uns bis zur nächsten Deckung etwa 1000 Meter zurückziehen zu dürfen, wurde von der Abteilung mit dem Hinweis Führerbefehl, Memel muss gehalten werden, abgelehnt. Erst im Morgengrauen wurden wir zum Auftanken und zum Munitionieren zurückgezogen und später in einer Kampfgruppe unseres Kommandeurs Major Brandes zusammengefasst. Willi Friele, 3. Kompanie, Panzerregiment 25, erreichte nach einigen Tagen Eisenbahntransport von Frauenburg kreuz und quer durch Kurland nördlich von Memel mit seinem Panther auf einem Waggon das nördliche Umland von Memel. Er berichtet weiter. Die Eisenbahnfahrt ging gut bis zum Grenzbahnhof Krottingen. Dort sollte die Lok am 10. Oktober Wasser und Kohlen fassen. Der Bahnhof war aber seltsamerweise menschenleer. Unser Zug fuhr neben eine Lok, die vor einem Personenzug stand. Auf Kommando des Transportleiters musste alles absteigen und Kohlen von dieser Lok auf unsere umladen. Ich lief bei dieser Arbeit um die Lok herum und wäre fast über ein 5- bis 6-jähriges Mädchen gestolpert, das tot zwischen den Gleisen lag. Erst darauf stellten wir fest, dass der Zug von Tieffliegern zusammengeschossen war. Es musste also alles sehr schnell gehen, sodass wir nicht nachsehen konnten, ob sich im Personenzug noch Überlebende befanden. Wir rollten weiter Richtung Memel. Hier endete die Fahrt. Angekommen ertönte sogleich das Kommando, alles sofort entladen. Wir, der Ladeschütze und ich, begannen sofort damit. Gerade als wir von unserem Waggon mit dem Panzer hinabfuhren und noch auf der Rampe standen, begann ein schwerer russischer Bombenangriff auf Memel. Dabei wurde auch der Personen- und Güterbahnhof, auf dem wir uns befanden, schwer getroffen. Wir tauchten in unseren Panzer und machten die Luken dicht. Nach diesem Angriff fuhr ich das Fahrzeug von der Rampe, um Platz für die nachfolgenden Panzer 5 zu machen.
Menzel, der vor unserem Panzer vorausging und mich einwies, wurde von einem jungen Leutnant unseres Regimentes nach der Einsatzfähigkeit des Fahrzeuges gefragt. Menzel bejahte diese Frage, aber mit der Einschränkung, dass wir nur zu zweit als Besatzung wären. Darauf gab er uns den Befehl, zur Seite zu fahren und zu warten, bis er wieder zurückkomme. Nun kam noch ein zweiter Leutnant dazu, der sich bereits einen anderen Panzer organisiert hatte. Beide gingen weg und kamen nach einiger Zeit mit weiteren Panzermännern wieder, die sich auf die mit dem Transport angekommenen Panzer verteilten. Zu uns kamen ein Richtschütze und ein Funker. Das erweckte in mir großes Misstrauen, denn jeder Panzermann wusste, was es bedeutete, wenn 3 neue Besatzungsmitglieder, die man nie vorgesehen hat, in den Panzer einstiegen. Für beide Besatzungen hieß es sofort Aufsitzen und Panzermarsch. Schon am späten Nachmittag sollte ich mein Misstrauen wegen unserer bunt zusammengewürfelten Besatzung bestätigt finden. Wir fuhren bis zum Stadtrand, um einen Gegenangriff zu fahren, denn soweit war der Russe stellenweise schon vorgedrungen. Als wir ca. 400 Meter vor einem großen Strohschober waren, fuhr ein russischer Panzer in Richtung Wald. Entfernung etwa 100 Meter, er zeigte uns die Breitseite. Unser Kommandant, der hatte sich als Leutnant Hopfer vorgestellt, machte eine genaue Zielansprache. Aber der Richtschütze traf nicht. Treffer war Fehlanzeige. Dies wiederholte sich in kurzen Abständen 4-mal. Ich dachte, Leutnant Hopfe sei verrückt geworden. So tobte er. In den nächsten Tagen hat sich unser Richtschütze, der Obergefreite Hahn, aber dann doch ganz gut eingefügt. Auch der Funke, Gefreiter Jäger, stellte sich als guter Kumpel heraus. Und Leutnant Hopfe wurde uns durch seine ruhige und freundliche Art jeden Tag sympathischer. In den nächsten Tagen mussten wir jeden Tag woanders hin, um Einbrüche der Russen zu bereinigen. Ausgangspunkt unserer Einsätze war immer der Klemmenhof. In den Tagen vom 10. bis 14. Oktober haben wir 6 Feindpanzer bzw. Sturmgeschütze abgeschossen. Viele Gegenangriffe fuhren wir in diesen Tagen mit Leutnant von Rohr. An einem dieser Tage erfuhren wir auch, welche Bedeutung jene Nachricht neue Befehle abwarten vor unserem Einsatz in Kurland für uns hatte. Wären wir nämlich einen Tag früher zum Einsatz in Marsch gesetzt worden, wären wir zu unserer Kompanie abgefahren und wahrscheinlich zur Kampfgruppe unseres Kompaniechefs, des Oberleutnants Schulz, gestoßen. Diese Kampfgruppe gilt seit dieser Zeit als vermisst. Es waren zwischen 5 und 7 Panzer 5. Kein Angehöriger dieser 3. Kompanie hat den Krieg überlebt, wie sich später herausstellte. Obergefreiter Menzel und ich haben uns, als wir in Memel diese traurige Nachricht erfuhren, gefragt, ob es das Schicksal oder nur ein bisschen Glück ist, um im Krieg zu überleben. Ein guter Kamerad von mir, Erich Bartel, hatte dieses Glück nicht, denn sein Panzer war damals bei der Werkstatt einen Tag früher als meiner fertig. Bartel gehörte auch zu den Vermissten.